willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Fortsetzung befassen wir uns mit dem ägyptischen Götterpantheon etwas eingehender, denn die ägyptische Götterwelt bestand aus einer Vielzahl von Göttern, die alle unterschiedliche Funktionen und Attribute besaßen. Diese Götter wurden in mythologischen Geschichten dargestellt, die oft Konflikte zwischen den Mächten der Ordnung und des Chaos thematisierten. Amun, dessen Name der Verborgene bedeutet, begann als Lokalgott in Theben, wurde jedoch im Laufe der Zeit zu einer der mächtigsten Gottheiten des ägyptischen Pantheons. Seine Bedeutung wuchs insbesondere während des Mittleren und Neuen Reichs, als Theben zur Hauptstadt wurde. Amun wurde oft mit Ra verschmolzen, um die Gottheit Amun-Ra zu formen, die als der König der Götter angesehen wurde. Als Amun-Ra verkörperte er sowohl die unsichtbare, verborgene Kraft des Universums als auch die lebensspendende Kraft der Sonne. Amun wurde als Schöpfergott verehrt, der das Universum durch seinen Willen und seine Kraft ordnete. Er war auch der Schutzgott der Pharaonen, was dazu führte, dass seine Priesterschaft großen politischen Einfluss erlangte. Der Tempel von Amun in Karnak ist eines der größten religiösen Bauwerke der Welt und zeugt von seiner Bedeutung. Ra, der Sonnengott, war einer der ältesten und am meisten verehrten Götter des alten Ägyptens. Als Personifikation der Sonne war er das Zentrum des ägyptischen Glaubens und Symbol der Ma'at, der Ordnung und des Lebens. Ra durchquerte täglich den Himmel auf seiner Sonnenbarke und kämpfte in der Nacht gegen die Mächte des Chaos, insbesondere gegen den Schlangendämon Apophis. In verschiedenen Schöpfungsmythen wird Ra als der erste Gott beschrieben, der aus dem Urwasser nun auftaucht und die Welt erleuchtet. Ra wurde oft in Verbindung mit anderen Göttern wie Horus, Re-Harachte und Amun-Amun-Ra verehrt. Sein täglicher Zyklus des Sonnenauf- und Untergangs symbolisierte die zyklische Natur des Lebens und des Todes. Osiris war eine der zentralen Figuren der ägyptischen Mythologie und spielte eine entscheidende Rolle im Konzept von Tod und Wiedergeburt. Ursprünglich ein Gott der Fruchtbarkeit und Landwirtschaft, wurde Osiris später zum Gott des Jenseits und der Wiederauferstehung. Seine Geschichte symbolisiert den Übergang von Leben zu Tod und die Möglichkeit des ewigen Lebens durch Wiedergeburt. Osiris war der Sohn des Erdgottes Geb und der Himmelsgöttin Nut und der Bruder von Isis, Seth und Nephthys. Der Mythos um Osiris ist eng mit seiner Ehefrau und Schwester Isis sowie ihrem Sohn Horus verknüpft. Dieser Mythos ist einer der wichtigsten und am weitesten verbreiteten in der ägyptischen Religion. Nach der heliopolitanischen Kosmogonie wurde Osiris als gerechter und gütiger König über Ägypten angesehen, der den Menschen Zivilisation, Gesetze und den Ackerbau brachte. Sein Bruder Seth, der Gott des Chaos und der Wüste, war jedoch neidisch auf Osiris' Macht und Ruhm. In einer Intrige ermordete Seth Osiris, indem er ihn in einen Sarkophag sperrte und diesen in den Nil warf. Isis, die mächtige Göttin der Magie, machte sich auf die Suche nach dem Körper ihres Ehemannes, fand ihn und brachte ihn zurück. Doch Seth entdeckte den Leichnam, zerschnitt ihn in 14 Teile und verstreute diese über ganz Ägypten. Unerschütterlich setzte Isis die Teile des Körpers wieder zusammen und mithilfe von Anubis, dem Gott der Einbalsamierung, und ihrer Magie gelang es ihr, Osiris wiederzubeleben. Diese Wiederbelebung war jedoch nicht vollständig und so wurde Osiris der Herrscher der Unterwelt, wo er über die Seelen der Verstorbenen wachte. Dieser Mythos symbolisiert den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, ein zentrales Thema in der ägyptischen Religion. Osiris war der erste Gott, der den Tod überwand, und so wurde er zum Inbegriff des Lebens nach dem Tod. Für die alten Ägypter bot er die Hoffnung auf ein Weiterleben im Jenseits, wenn man wie Osiris das Totengericht bestehen konnte. Im ägyptischen Glauben musste jede Seele nach dem Tod das Totengericht durchlaufen, um in das ewige Leben eintreten zu können. Das Buch der Toten beschreibt diesen Prozess im Detail. Die Seele des Verstorbenen wurde von Anubis vor Osiris und 42 Richter geführt. Dort wurde das Herz des Verstorbenen gegen die Feder der Ma'at, die Göttin der Wahrheit und Gerechtigkeit, aufgewogen. Wenn das Herz leichter oder gleich schwer wie die Feder war, dürfte der Verstorbene in das Reich des Osiris eintreten und ewiges Leben genießen. War das Herz jedoch schwerer, weil es mit Sünden belastet war,
wurde es von der Dämonin Amit, einem Mischwesen aus Krokodil, Löwe und Nilpferd verschlungen. In diesem Fall war die Seele endgültig vernichtet, und es gab keine Chance auf Wiedergeburt. Osiris als Richter der Toten war somit nicht nur eine Gottheit, die für den Tod und die Unterwelt stand, sondern auch ein Symbol für Gerechtigkeit und das gerechte Urteil im Jenseits. Isis war eine der mächtigsten und beliebtesten Gottheiten des ägyptischen Pantheons. Ihre Verehrung erstreckte sich weit über Ägypten hinaus und erreichte in der griechisch-römischen Welt große Beliebtheit. Isis war die Schwester und Ehefrau von Osiris und die Mutter von Horus, dem Himmelsgott. Sie repräsentierte viele Facetten des weiblichen und mütterlichen Prinzips und war besonders für ihre Macht der Magie bekannt. Sie spielte eine zentrale Rolle in der Wiederbelebung von Osiris und der Geburt von Horus, was ihr den Ruf als Meisterin der Magie einbrachte. Sie war eine Schutzgöttin, die über die Menschen wachte, insbesondere über Frauen, Kinder und den Pharao. In der Kunst wurde sie oft mit einem Thron auf dem Kopf dargestellt, was ihren Status als Königin der Götter symbolisierte, oder mit Flügeln, die Schutz und Trost boten. Isis war nicht nur eine Göttin der Fruchtbarkeit und der Geburt, sondern auch eine Heilerin. Sie galt als eine Göttin, die durch Magie Krankheiten heilen und Feinde überwinden konnte. Ihre Macht wurde auch mit den kosmischen Kräften in Verbindung gebracht, und sie war in der Lage, das Geheimnis des göttlichen Namens von Ra zu erfahren, indem sie den alten Sonnengott heilte. In dieser Geschichte schuf Isis eine magische Schlange, die Rabis. Nur durch die Enthüllung seines wahren Namens konnte Ra geheilt werden, und so erlangte Isis immense Macht über das Universum. Nach dem Tod von Osiris erzog Isis ihren Sohn Horus in den Sümpfen des Nildeltas, versteckt vor Seth. Ihre Fürsorge und der Schutz ihres Sohnes machten sie zur Verkörperung der idealen Mutter. Dieser Aspekt der Isis wurde besonders in der römischen Zeit populär, als Isis als universale Mutter verehrt wurde. Isis war auch eng mit den Pharaonen verbunden, da sie als göttliche Mutter des Königs angesehen wurde. Der Pharao wurde oft als Inkarnation von Horus angesehen, und Isis war diejenige, die ihn nährte und beschützte. Der Glaube an die Macht von Isis und ihren Schutz reichte bis in die griechisch-römische Zeit, in der sich der Kult der Isis über das gesamte Mittelmeer ausbreitete. Sie wurde zu einer universalen Gottheit, die sowohl von Herrschern als auch von einfachen Menschen verehrt wurde. Seth war der Gott des Chaos, der Wüste, der Stürme und des Krieges. Als Kontrast zu den ordnenden und lebensspendenden Göttern wie Osiris und Ra repräsentierte Seth die zerstörerischen Kräfte des Universums. Seine Rolle in der ägyptischen Mythologie war ambivalent. Einerseits wurde er als notwendige Kraft des Chaos betrachtet, die die Ordnung herausforderte, andererseits galt er als bösartig, da er seinen Bruder Osiris ermordete. Der wichtigste Mythos, in dem Seth eine zentrale Rolle spielt, ist die Geschichte von Osiris. Seth ermordete seinen Bruder, um die Herrschaft über Ägypten an sich zu reißen. Dieser Akt brachte ihn in direkten Konflikt mit Horus, dem Sohn von Osiris und Isis, der seinen Vater rächen wollte. Der Kampf zwischen den beiden symbolisiert den ewigen Kampf zwischen Ordnung, Ma'et, und Chaos. Der Konflikt zwischen Horus und Seth dauerte viele Jahre und wurde in verschiedenen Mythen in unterschiedlichen Formen dargestellt. In einem besonders bekannten Mythos traten Horus und Seth in einer Reihe von Duellen gegeneinander an, die sowohl physische Kämpfe als auch magische Wettbewerbe umfassten. Schließlich wurde Horus von den Göttern als rechtmäßiger Herrscher Ägyptens anerkannt und Seth wurde ins Exil geschickt. Trotz seines schlechten Rufs in vielen Mythen hatte Seth auch positive Aspekte. In manchen Traditionen wurde er als Beschützer des Sonnengottes Ra angesehen, besonders während dessen nächtlicher Reise durch die Unterwelt. In dieser Rolle kämpfte Seth gegen den Schlangendämon Apophis, der versuchte Ra zu vernichten und damit die Ordnung des Universums zu zerstören. Seths Fähigkeit, Apophis zu besiegen, machte ihn zu einem notwendigen Bestandteil der kosmischen Balance, obwohl er gleichzeitig das Chaos verkörperte. Nephthys ist eine weniger bekannte, aber dennoch wichtige Göttin im ägyptischen Pantheon. Sie war die Schwester von Osiris, Isis und Seth und die Frau von Seth.
In den Mythen wird sie oft als trauernde Schwester dargestellt, die Osiris nach dessen Ermordung durch Seth gemeinsam mit Isis wiederbelebt. Nephthys symbolisierte die verborgenen und schützenden Kräfte der Natur. Sie wurde oft als Beschützerin der Toten und als Helferin von Isis dargestellt. Während ihre Rolle in den Mythen weniger prominent war, spielte sie dennoch eine wichtige Funktion bei den Riten der Toten. Nephthys und Isis waren gemeinsam für den Schutz der Verstorbenen verantwortlich und wurden oft an den Kopf- und Fußenden der Särge dargestellt, um die Seelen der Toten auf ihrem Weg ins Jenseits zu bewachen. Obwohl die großen Götter wie Amun, Ra, Osiris und Isis die ägyptische Religion dominierten, gab es eine Vielzahl von Neben- und Lokalgöttern, die in bestimmten Regionen oder für spezifische Anliegen verehrt wurden. Diese Gottheiten wurden oft als Schutzgötter angesehen oder hatten besondere Zuständigkeiten, etwa für die Geburt, den Schutz des Hauses oder die Heilung von Krankheiten. Anubis war der Gott der Einbalsamierung und der Totenriten. In der ägyptischen Ikonographie wird er oft als Schakal oder als Mensch mit einem Schakalkopf dargestellt. Anubis war besonders eng mit dem Einbalsamierungsprozess und der Mumifizierung verbunden, der den Verstorbenen ermöglichte, ins Jenseits überzutreten. Er spielte auch eine wichtige Rolle im Totengericht, wo er den Verstorbenen zu Osiris führte und die Waage überwachte, auf der das Herz des Verstorbenen gewogen wurde. Seine Funktion als Wächter der Gräber und Begleiter der Seelen machte ihn zu einer der wichtigsten Gottheiten im ägyptischen Glauben. Bis war eine der ungewöhnlichsten und beliebtesten Gottheiten des ägyptischen Pantheons. Er wurde als zwergenhafter Gott mit grotesken Zügen dargestellt und galt als Schutzgott der Häuser, insbesondere der Kinder und Schwangeren. Seine Statuen und Amulette fanden sich in vielen ägyptischen Häusern, und er galt als Hüter gegen böse Geister und Dämonen. In seiner Funktion als Gott des Glücks und des Schutzes war Bis ein ständiger Begleiter der Ägypter im täglichen Leben. Taweret, eine Göttin mit dem Kopf eines Nilpferds und dem Körper einer schwangeren Frau, war die Schutzgöttin der Schwangerschaft und Geburt. Wie Bis, war auch sie eine Hausgottheit, die schwangere Frauen vor den Gefahren der Geburt und vor bösen Geistern bewahren sollte. Ihre Nilpferdgestalt symbolisierte Stärke und Schutz, während ihr schwangerer Bauch auf ihre Rolle als Göttin der Fruchtbarkeit und des Lebens hinwies. Taweret wurde oft in Amuletten und Statuen dargestellt, die schwangere Frauen trugen, um ihre Schwangerschaft zu schützen und eine erfolgreiche Geburt zu sichern. Viele ägyptische Städte und Regionen hatten ihre eigenen Lokalgötter, die in spezifischen Heiligtümern oder Tempeln verehrt wurden. Oft waren diese Gottheiten eng mit der lokalen Geographie und den Bedürfnissen der Bevölkerung verbunden. Beispielsweise wurde der Gott Sobek, der als Krokodilgott dargestellt wurde, besonders im Fayum-Becken verehrt, wo Krokodile eine wichtige Rolle im täglichen Leben spielten. Lokalgötter konnten auch mit den großen Göttern des Pantheons verschmelzen oder in Beziehung zu ihnen stehen. So wurde Montu, der Kriegsgott von Theben, mit Ra und Amun in Verbindung gebracht, was ihm eine größere Bedeutung in den kriegerischen Epochen Ägyptens verlieh. Die alten Ägypter verehrten auch zahlreiche Gottheiten, die mit Fruchtbarkeit, Natur und dem täglichen Leben in Verbindung standen. Diese Götter spielten eine wichtige Rolle in den landwirtschaftlichen Zyklen und der Erhaltung der Naturkräfte, von denen das Überleben der ägyptischen Zivilisation abhing. Hathor war eine der ältesten und vielseitigsten Göttinnen des ägyptischen Pantheons. Sie war eine Göttin der Liebe, der Musik, des Tanzes, der Fruchtbarkeit und Mütterlichkeit. Hathor wurde oft als Frau mit Kuhhörnern dargestellt, die eine Sonnenscheibe auf dem Kopf trug, und war sowohl die Göttin der Frauen als auch die Beschützerin von Kindern und Müttern. Als Göttin der Fruchtbarkeit spielte Hathor eine zentrale Rolle im Leben der Menschen. Sie wurde oft mit dem Nil und seinen lebensspendenden Fluten in Verbindung gebracht, die das Land fruchtbar machten. Auch die Geburt von Kindern und Tieren wurde unter Hathors Schutz gestellt. Neben ihrer Rolle als Fruchtbarkeitsgöttin war Hathor auch die Göttin der Freude und des Festes. Ihre Verehrung fand oft in ausgelassenen Feierlichkeiten statt, die Musik, Tanz und Gesang beinhalteten. Bastet war die katzenköpfige Göttin, die sowohl mit Schutz als auch mit Krieg in Verbindung gebracht wurde.
Ursprünglich eine Löwengöttin, wandelte sich ihr Bild im Laufe der Zeit, und sie wurde als sanftere, katzenartige Gottheit verehrt. Bastet war eine Schutzgöttin der Häuser und Familien, aber auch eine Göttin der Fruchtbarkeit und der Geburt. Ihre Verehrung war besonders in der Stadt Bubastis im Nildelta verbreitet, wo große Feste zu ihren Ehren stattfanden. Obwohl Bastet als Schutzgöttin galt, hatte sie auch eine aggressive Seite. Als Tochter des Sonnengottes Ra konnte sie in ihrer ursprünglichen Form als Löwengöttin zur rächenden Sachmet werden, wenn es darum ging, die Ordnung, Ma'et, gegen das Chaos zu verteidigen. Diese duale Natur machte Bastet zu einer vielseitigen und mächtigen Göttin. Nun zu Min, er war der Gott der Männlichkeit, Fruchtbarkeit und des sexuellen Potenzials. Er wurde häufig als Mann mit erigiertem Phallus dargestellt und galt als Patron der Fruchtbarkeit, insbesondere der männlichen Fortpflanzungskraft. Min wurde in landwirtschaftlichen Zeremonien verehrt, die darauf abzielten, eine reiche Ernte zu sichern. Er wurde auch als Schutzgott der Wüstenreisen und Karawanen angesehen, was auf seine Funktion als Gott der Grenzen und Übergänge hinweist. Das war unser spannender Ausflug in die Götterwelt der alten Ägypter. Natürlich gibt es noch viele weitere Gottheiten im ägyptischen Pantheon. Wenn ihr denkt, ich habe eine wichtige Gottheit vergessen oder wenn ihr mehr über eine bestimmte Gottheit erfahren möchtet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren faszinierenden Einblicke in die Welt der alten Zivilisationen zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.